Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Sendung Technik der Zukunft. Heute widmen wir uns einem Thema, das nicht nur die Automobilbranche, sondern unser gesamtes Mobilitätsverständnis verändern könnte: dem autonomen Fahren. Bei mir im Studio sind zwei Fachleute, die sich mit dieser Thematik intensiv beschäftigen. Frau Dr. Lena Weber, Verkehrsforscherin von der Universität München. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, danke für die Einladung. Und ebenfalls bei uns ist Herr Martin Schuster, Ingenieur bei einem Automobilhersteller mit Fokus auf automatisierte Fahrzeugsysteme. Willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es gibt viel zu besprechen. Fangen wir mit einer grundlegenden Frage an. Was genau versteht man unter dem autonomen Fahren und wo stehen wir gerade? Das autonome Fahren umfasst verschiedene Stufen. Man unterscheidet heute 5 Level der Automatisierung. Bei Level 1 bis 3 sitzt noch ein Mensch am Steuer, wird aber durch Systeme wie Spurhalteassistent oder automatisches Bremsen unterstützt. Diese Technik ist bereits in vielen modernen Fahrzeugen serienmäßig integriert. Ab Level 4 spricht man von hochautomatisiertem Fahren. Das Fahrzeug kann komplexe Situationen selbstständig meistern. Der Mensch muss nicht mehr eingreifen, wird aber noch benötigt, um in Sonderfällen einzugreifen. Level 5 ist die höchste Stufe. Dort gibt es weder Lenkrad noch Pedale, der Mensch ist nur noch Passagier. Allerdings befinden sich Level 4 und 5 aktuell noch in der Erprobungsphase. Was können moderne Fahrzeuge denn heute schon? Viele Autos sind bereits mit intelligenten Assistenzsystemen ausgestattet, etwa mit einem GPS-System, das in Navigationssoftware integriert ist, oder mit einem Park-Assist-Programm, das das Einparken übernimmt. Auch automatische Abstandshalter und Notbremsassistenten sind heute Standard. Diese Technik erhöht nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit. Interessant ist, dass solche Systeme Schritt für Schritt den Übergang zu vollkommen autonomen Fahrzeugen ermöglichen. Welche Rolle spielen Umweltfaktoren wie Wetter- oder Lichtverhältnisse? Eine sehr große Rolle. In der Erprobungsphase zeigt sich immer wieder, dass Regen, Nebel oder Dunkelheit die Funktion der Sensoren stark beeinträchtigen. Diese äußeren Einflüsse bleiben eine technische Herausforderung. Richtig. Die Technik muss in unvermeidbaren Unfallsituationen mit Personen fehlerfrei reagieren. Wenn sie das unter erschwerten Bedingungen nicht schafft, ist die Zulassung im Privatverkehr noch nicht vertretbar. Hier forschen wir intensiv weiter. Kommen wir zu einem sensiblen Thema: der rechtlichen Seite. Was ist hier noch ungeklärt? Es gibt viele juristische Fragestellungen, vor allem: Wer ist schuld, wenn ein autonomes Auto einen Unfall verursacht? Der Fahrer, der Hersteller oder die Softwarefirma? Diese Fragen sind bis heute nicht abschließend beantwortet. Für die Zulassung vollautomatisierter Fahrzeuge ist es daher entscheidend, dass nicht nur die Technik funktioniert, sondern dass auch die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Ohne das wird es schwer, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Frau Dr. Weber, was überzeugt Sie persönlich am meisten, wenn es um das autonome Fahren geht? Zunächst einmal kann die Zahl der Verkehrsunfälle drastisch sinken, weil der Faktor Mensch als Risiko wegfällt. Studien zeigen, dass autonome Fahrzeuge deutlich seltener in Unfälle verwickelt sind, vorausgesetzt, die Technik funktioniert zuverlässig. Darüber hinaus gibt es ökologische Vorteile. Autonome Fahrzeuge fahren effizienter, vermeiden unnötiges Bremsen und Beschleunigen, das spart Energie und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Zudem können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen davon stark profitieren. Nicht zu vergessen, Zeitgewinn.
Viele Menschen verbringen täglich Stunden im Auto. In einem autonomen Fahrzeug könnten sie lesen, arbeiten oder entspannen. Das steigert das Wohlbefinden. Und was spricht gegen die flächendeckende Einführung? Ein Punkt ist sicherlich der mögliche Verlust von Arbeitsplätzen, etwa bei Taxifahrern, Busfahrern oder Zustelldiensten. Das könnte vor allem für Menschen mit niedriger Qualifikation problematisch sein. Außerdem möchten viele Menschen einfach nicht auf das Fahrgefühl verzichten. Für sie ist Autofahren ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung. Diese kulturelle Komponente sollte man nicht unterschätzen. Was sind Ihre konkreten Empfehlungen an Politik und Industrie? Die Politik sollte klare rechtliche Rahmenbedingungen schaffen und dabei auch die ethischen Fragen berücksichtigen. Außerdem wäre es sinnvoll, Pilotprojekte mit Bürgerbeteiligung zu starten, um Ängste abzubauen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Technisch gesehen sollten wir in Infrastrukturprojekte investieren, etwa in intelligente Ampeln oder 5G-Netze für Fahrzeugkommunikation. Gleichzeitig braucht es Aufklärungsarbeit, damit die Bevölkerung die Technologie versteht und ihr vertraut. Und in der Ausbildung sollten schon jetzt Kompetenzen im Umgang mit digitaler Fahrzeugtechnik vermittelt werden, nicht nur an Hochschulen, sondern auch an Berufsschulen. Wie stellen Sie sich die Mobilität der Zukunft vor? Ich denke, wir werden weniger Autos besitzen, sondern vermehrt auf Sharing-Modelle zurückgreifen. Fahrzeuge könnten rund um die Uhr unterwegs sein und Menschen bedarfsorientiert transportieren. Das würde auch unsere Städte verändern. Weniger Parkplätze, mehr Grünflächen. Die Mobilität wird flexibler, nachhaltiger, aber nur, wenn wir sie sozial gerecht und technologisch sicher gestalten. Herzlichen Dank an Sie beide. Das war ein äußerst spannender Einblick in ein komplexes, aber zukunftsweisendes Thema. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern noch einen angenehmen Tag. Und wer weiß, vielleicht sitzt der eine oder andere in ein paar Jahren bereits im Auto ohne Lenkrad.